Klein, aber oho. Heute packen wir den Traxxas TRX4M Bronco aus und machen hier natürlich auch eine kleine Probefahrt. Beginnen wir mit der sehr handlichen Verpackung vom Scale und Trail Crawler Traxxas TRX4M. Das sehen wir auch hier an der Vorderseite. Dann der aktuelle Bronco in der Farbe Rot und hier natürlich auch der Bronco Schriftzug. Das Ganze kommt von Traxxas und ist hier im Maßstab 1:18. Auf der Rückseite sehen wir dann den Bronco nochmal im Seitenprofil hier in dem wirklich sehr schönen Blau. Auf dieser Seite sehen wir dann, in welcher Farbe haben wir denn dieses Fahrzeug hier heute am Start. Ausgewählt ist die Farbe Schwarz. So werden wir ihn gleich auspacken. Du kannst ihn aber auch direkt bestellen in der Farbe Weiß, in Rot und in Blau. Im Zubehör bekommst du aber noch verschiedene andere Farben. Da lohnt es sich auf alle Fälle mal reinzuschauen. Dann fehlt uns noch diese Seite. Hier sehen wir das Ganze nochmal im Profil. Den Bronco in Schwarz von hinten und hier auch nochmal schön im Profil den Bronco in Rot. Oben auf der Kartonage sieht es dann so aus. Das Ganze gewährt uns hier einen Blick aufs Chassis und hier sehen wir schon so ein paar Besonderheiten, einen besonders guten Lenkeinschlag von 45 Grad. Dann wird nochmal hier auf das Lenkservo eingegangen und auf verschiedene Features, die dieses Chassis hat. Und auf der Unterseite, da sehen wir dann hier das Fahrzeug in echt Größe abgebildet. Das hast du hier auf den anderen Fotos nicht. Die sind alle etwas größer als das Fahrzeug selbst. Auf der Unterseite siehst du dann schon auf der Verpackung, wie groß dieses Fahrzeug im Maßstab 1:18 dann wirklich ist. Packen wir nun den Bronco endlich aus. Eine Verpackung ist sehr schön, macht aber im Gelände wenig Sinn. Wichtig ist der Inhalt. Da schauen wir jetzt rein. Öffnen wir die Seite mal. Was kommt denn da zum Vorschein? Ha! Da ist er, der Bronco. Werfen wir mal einen ganz kleinen Blick hier auf den Inhalt, der hier uns geliefert wird. Wir haben hier zum einen eine Bedienungsanleitung, hier nochmal so ein Radkreuz und ein paar Teile für die Dämpfer. Dann natürlich wichtig, eine schön große Fernsteuerung, einen 2S LiPo-Akku mit 750 mA. Dazu gibt es auch ein kleines USB-Ladegerät mit einer halben Bibel dran. Und das Wichtigste natürlich, unser Bronco, wie von Traxxas gewohnt, in Frischhaltefolie. Den schauen wir uns jetzt natürlich als erstes an. Ein besonders schöner Moment, den ich dir auf keinen Fall kaputt sabbeln will. Deswegen halte ich jetzt mal meinen Mund und du genießt es. Fantastisch. Da ist er. Jetzt die Karosserie in allen Details. Was uns die Karosserie natürlich schon gesagt hat, wird hier nochmal ganz deutlich. Es handelt sich hier um ein lizenziertes Modell und deswegen sieht der auch wirklich aus wie der echte. Das finde ich echt klasse. Wir haben hier einen großen Bronco-Schriftzug, einen toll gearbeiteten Kühlergrill, der ist auch schön dreidimensional. Hier sehen wir die Lampen und wenn man mal so ein bisschen von der Seite reinschaut, dann sieht man auch, dass die auch so richtig reingehen. Also es sieht auch im Inneren etwas dreidimensional aus. Das kann man dann später noch mit einem tollen Lichtset untermalen. Ab Werk aus ist hier kein Licht verbaut. Wir haben eine schöne Kunststoffstoßstange, die hier wie beim Original auch nochmal durchlöchert ist. Man kann es hier so ein bisschen sehen. Die beiden LEDs in der Frontstoßstange, die laufen und sind auch ab Werk verbaut. Hier ist noch so ein bisschen Platz für den ein oder anderen Haken. Also eine sehr bullige, schöne Front. Wenn wir so ein bisschen hier zur Seite gehen, dann sehen wir auch hier diese Kotflügel. Die sind toll gearbeitet. Das ist hier matter
Kunststoff und der fügt sich hier wirklich super zu der schwarz lackierten Karosserie. Das ist übrigens kein Lexan, sondern man hört es vielleicht, das ist also wirklich Hartkunststoff. Auch diese Teile hier sind toll detailliert dargestellt. Die sind beim echten Bronco natürlich dafür da, dass man hier zum Beispiel ein Drahtseil spannen kann von hier dem Anfang der Motorhaube bis hier oben zur Dachreling. Und dadurch, dass hier ein Drahtseil gespannt ist, verhindern wir, dass im Gelände Äste auf die Frontscheibe schlagen. Das ist ein tolles Detail, was dieses Fahrzeug hier auch im echten Leben hat. Und nebenbei hilft es natürlich auch, das Fahrzeug als Fahrer gut einzuschätzen, denn man sieht hier ganz genau, wo die Motorhaube zu Ende ist. Aber wir als RC-Crawler-Fahrer, wir sehen das natürlich sowieso. Kommen wir mal so ein bisschen hier zur Seitenansicht. Auch hier ist das Fahrzeug schön dargestellt. Die Reifen kommen mir nicht übertrieben groß vor. Wir haben hier 1.0er Reifen mit BF Goodrich Bereifung. Hier ist keine Schaumstoffeinlage drin. Die sind aber schön weich. Hier kann man vielleicht nochmal eine Schaumstoffeinlage nachbestellen irgendwo, aber bis jetzt macht das soweit einen sehr guten Eindruck. Die Spiegel hier sehen aus wie beim Original. Wir sehen auch da den Blinker etwas angedeutet. Die Türgriffe, die sind echt. Die kann man auch hier so ein bisschen anfassen. Und wenn wir das Ganze jetzt mal ein bisschen drehen, dann sehen wir auch, dass sich das Dach hier ganz gut abhebt zu der normalen Lackierung. Das Dach hier ist nämlich in matt gehalten. Die Trittbretter sind schwarzer Kunststoff. Da wir hier unten drunter keine Rockslider haben, übernehmen diese hier so ein bisschen die Aufgabe, wenn du mal irgendwo hängen bleibst. Die sind aber fest mit der Karosserie verbunden. Wenn wir den Bronco jetzt noch etwas weiter drehen, dann sehen wir hier erstmal das tolle Pferdchen, das tolle Logo hier. Das gefällt mir richtig gut. Auch hier nochmal das Ganze abgebildet. Hier unten ist die Ford-Pflaume zusammen mit einem Öffner für die Kofferraumklappe. Die lässt sich hier nicht öffnen, genauso wie die Türen. Und hier unten ist dann Platz fürs Kennzeichen. Da kann man sich bestimmt nochmal etwas Individuelles überlegen. Besonders gut getroffen finde ich hier die Lampen. Das sind Klarglas-Scheinwerfer hier hinten. Und die sehen auch nochmal so ein bisschen dreidimensional aus. Und auch das hier wird später sicherlich gut untermalt, wenn man hier nochmal das extra Lichtset bestellt. Hier so ein bisschen angedeutet die Scharniere, da man beim Original Bronco ja hier auch die Heckscheibe öffnen kann. Der Original Bronco ist sowieso ziemlich freaky. Man kann die Türen abnehmen, man kann Teile des Daches abnehmen und kann das Ding mehr oder weniger als Cabrio bewegen. Das ist in echt in der Tat ein recht cooles Fahrzeug. Was ich etwas schade finde, dass wir die Spiegel hier nicht wirklich spiegelnd haben. Wir haben ein sehr scaliges Fahrzeug, aber die Spiegel hier, es ist einfach nur eine silberne Folie. Da hätte ich mir eine Spiegelfolie gewünscht. Das hätte sicherlich nochmal ordentlich was an der Optik gemacht. Genauso wie das fehlende Interieur. Wir haben den Pluspunkt, dass der Bronco klare Scheiben hat, dass man in das Fahrzeug hineinschauen kann. Das ist natürlich klasse, aber dann so ein Interieur, das wäre schon wirklich wünschenswert gewesen. Schauen wir zu guter Letzt nochmal so ein bisschen aufs Dach. Wir sehen einen Dachgepäckträger, hier vorne die tolle Motorhaube mit diesem angedeuteten Powerdome und hier auch nochmal ein sehr schönes Scale-Detail, nämlich die Scheibenwischer. Wem jetzt noch ein Licht aufgehen soll, dem würde ich hier dieses zusätzliche Lichtset empfehlen, was ich gerade ein paar Mal erwähnt habe. So sieht das Ganze aus. Dieses Lichtset kostet, soweit ich weiß, um die 30 €, lässt sich einfach einbauen, ist Plug and Play und du hast dann so ein paar Funktionen wie Licht, Fernlicht, Bremslicht oder auch Warnblinker. Eine normale Blinkfunktion ist, soweit ich weiß, nicht enthalten. Das Wichtigste an einem Crawler ist seine Geländeeigenschaft und die wird hauptsächlich durch das Chassis bestimmt. Dazu nehmen wir die Karosserie des Bronco einmal ab. Das geht ganz einfach und zwar hast du hier vorne eine Klammer, da sitzt sie und hier hinten hast du auch eine Klammer. Wenn du diese beiden nach außen ziehst, kannst du die Karosserie ganz einfach abheben. Das ist wirklich sehr schön gemacht und schon
kommst du zum Chassis des TRX-4M. Wir haben hier einen klassischen Leiterrahmen, das ist dieses Teil hier, man kennt es. Das Ganze ist aus Metall, macht einen sehr stabilen Eindruck. Wir haben 4 Lenkerachsen vorne und hinten, das Differential vorne und hinten ist gesperrt. Wir haben Metallantriebswellen und hier vorne ein Kunststoff-Lenkgestänge und direkt darauf sitzt hier so ein kleiner Servo mit Metallgetriebe. Des Weiteren sehen wir hier einen 180er Bürstenmotor mit 87T. Hier sitzt das Getriebe. In Zubehör gibt es noch ein Untersetzungsgetriebe, dass wir hier noch etwas mehr Drehmoment erreichen und etwas langsamer fahren können. Hier ein Akkufach für den kleinen Akku. Gehalten wird der Akku durch diese Gummischlaufe hier. Das macht auch einen guten Eindruck. Und hier hinten haben wir Regler und Empfänger in einem. Und hier ist auch nochmal ein Anschluss für das Lichtset. Wenn wir unter das Auto schauen, dann fällt eine Sache auf. Die TRX4 Modelle im Maßstab 1:10 haben alle Portalachsen. Das hat dieses Fahrzeug hier nicht. Diese hat vorne und hinten eine normale Standardachse. Was sehr schön ist, das sind diese Öldruckstoßdämpfer. Die funktionieren sehr gut, wie man hier in einem kleinen Bounce-Test sehen kann. Wie du gesehen hast, federt das Auto überhaupt nicht nach, es wippt nicht nochmal nach, sondern es sitzt wirklich einmal ganz satt auf, landet und beruhigt sich sofort. Schauen wir uns jetzt im nächsten Step mal den Akku und das Ladegerät etwas genauer an. Der Akku befindet sich hier noch in so einem kleinen Karton, den holen wir mal vorsichtig raus. Das ist ein 2S LiPo-Akku mit 750 mA. Zur Ladezeit kann ich leider nichts Genaueres sagen. Der Hersteller sagt aber, dass man mit einem vollen Akku über 1 Stunde Fahrzeit hat. Das kann aber durchaus je nach Fahrweise variieren. Ich kann mir vorstellen, wenn du die ganze Zeit Vollgas gibst und das Ding als Becher benutzt, dann hält der Akku wahrscheinlich weniger als 1 Stunde, und wenn du sehr langsam unterwegs bist und so wie ich ständig anhältst, irgendwelche Fotos und Videos machst, dann hält der Akku wahrscheinlich ewig. Was ich bei dem Akku interessant finde, das ist dieses Pamphlet hier. Also wenn man mal irgendwie auf dem Klo sitzt und nichts zu tun hat, dann kann man sich vielleicht das einmal durchlesen. Ist auch ganz interessant, dass diese Anleitung hier doppelt so groß ist wie der Akku. Das wäre wahrscheinlich das Erste, was ich bei meinem Fahrzeug dann abschneiden würde. Der Akku an sich gefällt mir soweit ganz gut. Er ist soweit gut eingepackt, hat ein schönes Format, passt in jede Hosentasche, was mir auch sehr gut gefällt, wenn man den Crawler mal spontan irgendwo mit hinnehmen möchte. Wir haben hier einen kleinen Anschluss, der mir so tatsächlich noch nicht bekannt war, mit dem man das Fahrzeug mit Strom versorgen kann, aber natürlich auch den Akku laden kann und auch balancen kann. Das ist wohl ein Anschluss in einem. Das finde ich etwas schade. Ich hätte mir hier so einen kleinen Balancer-Anschluss gewünscht. Das hier ist natürlich eine sehr praktische Lösung, aber mit diesem Balancer-Anschluss hätte ich dann bei meinem LiPo-Tester einmal kurz anschließen können und schauen können, in welchem Zustand befinden sich denn die einzelnen Zellen und wie viel Restkapazität habe ich noch. Das kann ich jetzt hier so nicht sehen. Schauen wir uns auch noch das Ladegerät einmal an. Das kennt man, das wird jetzt immer mehr mit diesen USB-Ladern. In der Größe finde ich das tatsächlich ganz praktisch, weil man das auch mal im Auto anschließen kann und man kein dickes Ladegerät braucht. Aber es macht auch irgendwie immer so einen leicht billigen Eindruck. Also bei einem 1:10 Crawler würde das hier bei mir durchfallen. Im Maßstab 1:18 finde ich es dann doch ganz praktisch. Wir sehen dann hier nochmal den Anschluss. Natürlich ist hier auch nochmal so ein riesen Pamphlet dran. Das würde, wie gesagt, bei mir als erstes wegfliegen. Und dann sehen wir hier auch nochmal kurz so eine Anzeige. Wenn es dann ansteckst und rot leuchtet, dann ist das betriebsbereit, also fertig zum Laden, und dann blinkt der grün, wenn er lädt, und wenn er den Akku vollständig aufgeladen hat, dann leuchtet das grün. Das kenne ich so tatsächlich auch von den meisten China-Crawlern, dass
ist jetzt überhaupt gar keine Überraschung. Wer diesen Kanal schon länger verfolgt, der weiß, dass ich mich fantastisch über schlechte Fernbedienungen aufregen kann. Das muss ich hier aber gar nicht, denn hier habe ich eine klassische TRX4 Fernsteuerung. Das Einzige, was uns hier auffällt, wir haben hier natürlich keinen Hebel, um von den ersten in den zweiten Gang zu schalten. Das gibt es bei dem Crawler nicht. Genauso auch wie hier oben die sperrbaren Differentiale, die man über die Fernsteuerung steuern kann. Das kann man hier bei dem kleinen Fahrzeug auch nicht. Aber was ich wirklich schön finde, dass wir eine richtig schöne, große Fernsteuerung haben, die super in der Hand liegt. Man hat es gerne bei diesen kleinen Crawlern, dass man dann auch so eine mini-popelige Fernsteuerung hat und man hat immer das Gefühl, dass man was Billiges fährt. Und das finde ich oftmals sehr schade, weil man kauft sich etwas und das Einzige, was du während der Fahrt in der Hand hast, was du spürst, was du fühlst, das ist die Fernsteuerung. Und wenn die billig ist, dann hat man die ganze Zeit das Gefühl, dass man ein billiges Auto fährt. Und wenn man hier so eine vernünftige Fernsteuerung hat, dann merkt man einfach auch, dass man was Wertiges fährt. Ist meine Meinung. Was hältst du denn davon? Schreib das doch gerne mal unten in die Kommentare. Zur Fernsteuerung brauche ich ansonsten nicht viel sagen. Wir haben hier eine Trimmung, einen Set-Knopf und wir haben hier das Batteriefach, wo dann die 4 normal großen Batterien reinkommen. Hier unten den On-Off-Schalter. Alles wie man es kennt. Lange haben wir gewartet. Jetzt machen wir endlich mal hier eine Probefahrt auf meinem Tisch. Das Fahrzeug können wir ganz einfach startbereit machen. Ich habe hier Batterien in die Fernsteuerung eingelegt, schalte zunächst natürlich die Fernsteuerung ein. Dann nehme ich ganz leicht die Karosserie von dem Bronco einmal runter und dann nehme ich den Akku. Wir haben bei diesem Fahrzeug hier keinen On-Off-Schalter. Bedeutet, in dem Moment, wo ich den Akku hier in den Regler hineinstecke, ist dieses Fahrzeug sofort an. Wenn ich den Akku herausziehe, ist das Fahrzeug aus. Vorteil an dem Ganzen, ich kann nicht vergessen, den Akku nach der Fahrt zu entnehmen und somit riskiere ich auch keine Tiefenentladung des Akkus. Ich setze hier den Akku einfach mal ein mit diesem Gummi. Das klappt ganz wunderbar. Und dann schließe ich hier den Stecker einmal an den Regler und Empfänger an. Bei diesem Regler und Empfänger gibt es noch eine Besonderheit. Du hast 3 verschiedene Fahrmodi. Zum einen den Sportmodus, den Rennstreckenmodus und so wie ich es jetzt hier eingestellt habe, den Kriech- oder auch Crawl-Modus. Wie stellst du das Ganze ein? Du schaltest die Fernbedienung ein, hältst den Set-Knopf am Regler und Empfänger gedrückt, steckst den Akkustecker hinein und dann fängt der Regler an zu blinken. Erst einmal rot, dann wird das Ganze getrennt durch eine grüne LED, zweimal rot für den Fahrmodi 2, wieder durch eine grüne LED getrennt und dann blinkt das Ganze dreimal rot für den dritten Modus, wie hier jetzt dem Crawl-Modus. Dann nimmst du einfach den Finger von der Set-Taste runter und du siehst, dass der einmal kurz im Wechsel rot und grün blinkt und bestätigt dir somit deine Auswahl. Diese Einstellung wird dann von dem Fahrzeug gespeichert und jedes Mal, wenn du dann deinen Akku anschließt, bist du in deinem gewünschten Modus. Wir setzen die Karosserie wieder drauf und jetzt bin ich sehr gespannt auf die Feinfühligkeit. Wir gucken zunächst einmal nach der Lenkung und das macht er wirklich schön. Das ist klasse. Wir lassen das hier mal so ein bisschen schnalzen. Ja, reagiert vielleicht ein ganz kleines bisschen träge zurück. Ich kenne das so, dass der dann so ein bisschen schnalzt, auch mit der Lenkung. Wir gucken mal. Ja, also zurückgehen tut sie etwas behäbig, aber völlig in Ordnung. Sie ist auf alle Fälle extrem feinfühlig, das ist wichtig. Wir geben jetzt mal hier etwas Gas. Oh, der ist leiser als ich dachte. Wir haben ein leises Pfeifen vom Motor, aber das Getriebe ist sehr leise. Ich gebe mal Gas. Das ist jetzt hier Topspeed. Und das hätte ich mir tatsächlich lauter vorgestellt. Feinfühligkeit ist auf jeden Fall da. Es ist alles voll proportional.
Aber ich glaube, ich würde mir hier noch das Untersetzungsgetriebe holen, dass er noch ein bisschen langsamer und kraftvoller ist. Wir schauen uns das jetzt mal an, wie er hier auf meinem provisorischen Parcours fährt. Ja, da kommt er schon mal schön hoch. Das macht er gut. Ah, hier kommen die Reifen natürlich sehr gut zum Einsatz, diese BF Goodrich Bereifung. Und er zieht sich hier wirklich hoch und ist dann auch schon ein bisschen schnell über die Hindernisse drüber. Fahren wir noch mal ein bisschen zurück. Also Kraft hat er auf jeden Fall. Das kann man nicht anders sagen. Die Geländertauglichkeit ist auch da. Wir haben eine tolle Verschränkung. Das sieht klasse aus. Was mir aber auffällt, dass er noch ein bisschen hektisch ist. Er fühlt sich etwas hektisch an. Das fällt mir jetzt so auf den ersten Metern so ein bisschen auf. Er lässt sich schön bewegen, ja, aber dieses Untersetzungsgetriebe, das würde ihm sicherlich noch mal gut tun. Aber es fühlt sich toll an. Na komm, beiß dich da hoch. Man muss jetzt natürlich sagen, dass man in der freien Wildbahn äußerst selten irgendwelche glatten Hantelgewichte findet. Die sind mir jetzt im Wald noch nicht untergekommen. Aber es macht direkt schon Spaß. Also man hat hier direkt schon Lust, irgendwie damit rauszufahren. Wer jetzt denkt, das ist rein nur was fürs Wohnzimmer oder Indoor, weit gefehlt. Man kann natürlich auch schöne Strecken aufbauen, gar keine Frage. Aber für mich ist das auch was, ich würde unheimlich gerne damit direkt rausgehen und ein bisschen fahren. Ah, komm da hoch. Jetzt kriegt man auch direkt Ehrgeiz. Zack. Ja, okay, manchmal ist der Schmackes auch gar nicht so schlecht. Hey, das macht er doch gut. Wir gucken mal hier so ein bisschen die Verschränkung. Wir schauen uns das Ganze mal an. So, guck mal hier. Das geht doch gut. Das ist doch schön. Und die Reifen hier, schau mal. Die passen richtig gut hier auch in den Kotflügel rein. Das ist sehr, sehr harmonisch. Das gefällt mir richtig gut. Klasse sieht das aus. Richtig cool. Was sagst du zum Bronco? Mir gefällt er richtig gut. Schreib's unten in die Kommentare. Danke, dass du mit dabei warst. Dein World Control RC.